Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von Gero. Bei PIM-Kanal geht es im Video-Marketing-Business online und aktuell um SCA. Nicht SCH wie heute, sondern SCA wie am Arsch. Ja, SCA. Was ist dieses SCA? Ich hatte es letztes Mal schon angedeutet als Ausblick. Im September wird das Ding verabschiedet. Und ja, so ähnlich wie damals bei der DSGVO, da haben ja auch alle erst reagiert, als es 2 Wochen vor Inkrafttreten war und davor hat es wieder keine Sau interessiert. Das wird diesmal so ähnlich sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich im September kurz vorher nochmal ein Video dazu machen. Aber alle, die es vorher schon interessiert und die so ein bisschen Weitblick haben wollen und mal gucken wollen, was passiert denn da und nicht wieder erst 5 vor 12 eins auf die Fresse kriegen wollen, will ich schon mal so einen Ausblick geben, was dieses SCA überhaupt bedeutet. Also zunächst mal, SCA ist natürlich klar Englisch. Das heißt Secure Customer Authentication. Das bedeutet nichts anderes als sicheres Kundenauthentifizierungssystem. So. Ich war Ende letzten Jahres schon auf dem Barcamp, da ging es zum Thema Digitalisierung. Also alles, was damit zu tun hat, sprich DSGVO war Thema, dann war aber auch Thema Robotik, Künstliche Intelligenz und all diese Themen. Und es war halt ein Barcamp, das heißt, es gab verschiedene Vorträge von den Leuten, die da vor Ort waren. Sehr spannende Sachen dabei, ein paar waren auch langweilig, aber wo ich mich dann ein bisschen gewundert hatte, in dem Rahmen kam dann jemand auf die Bühne, stellte sich hin, stellte sich vor. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, wann Polizeihaupt- oder Oberkommissar oder sowas. Okay, Polizei ist ja nicht. Vom Verfassungsschutz. Richtig, vom Verfassungsschutz. Ja. So, da stellte sich jemand vom Verfassungsschutz hin. Ich denke, was hat er denn jetzt zum Thema Digitalisierung zu sagen? Und ja gut, da haben sich jemand eingestellt, der auf solchen Veranstaltungen auch rumgehen kann. Das war so ein Entertainer-Typ. Cool, der Vortrag war klasse. Ich habe damals noch nicht so ganz geschnallt, um was es eigentlich geht, weil ich dachte mir, ja, man hat dem mal zugestimmt, weil ich wusste halt, inhaltlich wusste ich, dass er recht hat, aber ich wusste auch nicht, wo die Reise hingeht. Und so war der Punkt, war einfach der, dass er sagte, oh, pass mal auf, alle, wie ihr sitzt, nennt mir mal ein sicheres Passwort. Wie viel Buchstaben muss das haben? Oder wie viel Zeichen sollte das haben? So, und dann kamen die Leute 10, 12, 15, 14, die verschiedensten Sachen. Dann sagte er, wie viele unterschiedliche Zeichen muss das haben? Dann kamen auch wieder Angaben. Dann sollte er Sonderzeichen ja oder nein, immer so mit Handzeichen. Und am Ende hat er dann eine Tafel stehen gehabt, also sollte mindestens 10 Zeichen haben. Es sollten Sonderzeichen ja und nein drin sein. Groß- und Kleinschreibung sollte drin sein. Zahlen wie Ziffern, alles sollte drin sein. Und dann stellte sich dahin und sagte, nö, alles nicht nötig. Alles tut überhaupt nicht Not, also Verfassungsschutz, wohlgemerkt. Sagte, nein, brauchen wir überhaupt nicht. Das sicherste System, was wir alle nutzen in Deutschland, schon seit Jahren, Jahrzehnten schon, wirklich, das glaubt immer keiner, das braucht keine Buchstaben, keine Sonderzeichen, sondern hat gerade mal nur 4 Stellen und nur Zahlen. Das sind nämlich die Pins unserer Bankkarte. Ja? Die Dinger sind sicher. Und die sind deshalb so sicher, und jetzt kommt's, worauf die alle hinaus wollen, weil das eine sogenannte 2-Wege-Authentifizierung ist. Das bedeutet, die Bankkarte alleine ohne der PIN-Nummer ist nichts wert, kann man nichts mit anfangen, kann man kein Geld abheben, nichts. Die PIN-Nummer alleine ohne die Bankkarte kann ich nichts mit werden. Ich habe für Online-Banking andere Nummern, die ist nur dafür da. Das nennt sich 2-Wege-Authentifizierung. Das funktioniert so. Bei Apple zum Beispiel 2-Wege-Authentifizierung. Ich will auf einem Gerät etwas installieren. Dann gebe ich E-Mail-Adresse ein, gebe das Passwort ein und sage senden. So, und dann kriege ich bitte auf einem anderen Gerät bestätigen. So. Und dann wird mir von dem Apple-Dienst über die iCloud, also über einen ganz anderen Kanal, wird mir auf einem Gerät, meinetwegen auf dem iMac oder auf dem MacBook oder auf dem Tablet oder wie auch immer, wird mir eine Ziffer angezeigt, also eine Sicherheitscode, den ich dann auf dem Gerät, wo ich was installieren will, bestätigen muss. Das nennt sich auch 2-Wege-Authentifizierung. Das ist, im ersten Moment klingt das sicher, es ist auch sicher. Aber ich weiß zum Beispiel im Agenturumfeld wie bei uns, da kann das nervig sein. Also ich will eben eine Software installieren, so sage ich installieren und dann sagt der, muss authentifiziert werden, der Code wurde an ein anderes Gerät gesendet. Jetzt ist aber die Frage, an welches? An das Smartphone, und dann rennt man erstmal überall rum und guckt auf allen Computern, wo ist denn diese verkackte Ziffer, und dann muss man die auch noch abschreiben, weil das im anderen Raum ist, und also das kann dann schon nervig sein. Sicherlich, Apple möchte das so, dass es nur an dem Gerät, was dieselbe E-Mail-Adresse nutzt, und das sollte in der Regel ja nur eins sein, bla 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 bla, aber wir haben halt auch hier mehrere, also ich habe zum Beispiel einen Schnittcomputer, an dem ich sitze mit meiner E-Mail-Adresse, ich habe hier meinen MacBook, an dem ich sitze mit meiner E-Mail-Adresse, ich habe ein Tablet und ich habe ein Smartphone, so, das heißt, das sind für mich alleine schon mal 4 Geräte, wo das aufpitchen könnte.
So, das ist also der Weg, wie das funktioniert mit der Zwei-Wege-Authentifizierung. Habe ich damals schon kapiert, fand ich auch toll, fand ich auch gut, wie er das alles erzählt hat. Und ich dachte mir aber schon, warum macht er das auf so ein Barcamp? Warum erzählt er das ja eigentlich? Warum kommt der Verfassungsschutz? Weil wir haben ja alle nun mal unsere PIN-Card, aber alles andere haben wir ja noch nicht. So, und dann habe ich dann nach der Veranstaltung, irgendwann habe ich es gelesen, jetzt im Januar kam es dann auch nochmal ganz groß raus. Im September gibt es von der EU dieses SCA, das heißt Secure Customer Authentication. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese Zwei-Wege-Authentifizierung für jedwede Zahlung online verpflichtend wird. Ja, genau. Das bedeutet, du gehst hin, kaufst etwas über PayPal, so. Hast PayPal-Passwort, hast eingegeben, dann muss es einen zweiten Weg geben, über den du das bestätigen musst. Ich weiß nicht, ob über die E-Mail-Adresse oder über whatever. Da müssen sich die Anbieter was einfallen lassen. Noch krasser wird es natürlich, wenn du zum Beispiel Kreditkarte. In den USA kennt das jeder, ist relativ sicher, gibst die Nummer ein, bam. Nur eine Kreditkarte ist zwar die Nummer ultra lang, aber ist natürlich auf der Karte drauf und kannst sofort damit bezahlen. Das ist so ziemlich in Europa die unsicherste Bezahlungsmethode, weil wer die Nummer hat, kann das eben abbuchen und gut ist. Ja, in den USA haben die ihre Sicherheitssysteme, aber bei uns will man es noch anders machen. Das heißt, auch da wird es einen zweiten Weg geben müssen. Und das bedeutet für jeden Händler, jeden, der was verkauft, jeden, der irgendwie auf seiner Seite PayPal, Sofortüberweisung, irgendwas hat, es wird sich da massiv was ändern. Für uns als User bedeutet das, was uns alle jetzt schon total ankotzt bis zum Abwinken, überall diese Cookie-Meldung zu haben, wo man draufklicken muss. Sowas Ähnliches in der Art wird uns dann noch viel krasser beim Bezahlen in Zukunft erwarten. Das heißt, wenn du online irgendwas kaufst, egal ob Zalando, eBay, Amazon, egal wo, in dem Moment, wo du bezahlen willst, musst du eine zweite Bestätigung abgeben. Immer. Ever. So. Und das bedeutet dann auch, wenn dein Konto bisher mal sicher war und nie gehackt worden ist, in Zukunft wirst du immer eine zweite Bestätigung abgeben müssen. Das heißt, immer ein Aufwand mehr, um deinen Bezahlprozess abzuwickeln. Ich würde jetzt mal ganz, ganz grob schätzen, so ganz grob, weil die Deutschen sind ja nun sehr langsam vom Verstehen. Bei den Cookies war es ja auch so. Ich rechne mal mit mindestens 20% Umsatzrückgang in den ersten Monaten. Definitiv, weil auch diese Meldung, dass SCA kommt, wird wahrscheinlich in der Tagesschau 2 Tage vor in Kraft treten, kundgetan und alle wieder, was ist denn los? Jetzt redet da wieder keiner von, aber dann wird es kommen und dann werden alle schreien, ach, wieso geht denn das nicht und wieso kann ich das nicht und dann wird das erstmal einbrechen. Also nochmal, ich bleibe dabei von Sendung zu Sendung. Die tun alles dafür, damit im Internet kein Geld mehr verdient wird, damit wir da keinen Spaß mehr haben, damit wir uns nicht mehr austauschen können, damit es keine Meinungsfreiheit mehr gibt. All das wird jetzt dran gearbeitet. Dieses SCA ist sicherlich ein Sicherheitsargument, was ja auch nicht ohne ist. Und ich denke mal, wenn man das freie Entscheidungen machen könnte, dass man sagt, ich selber entscheide das, ich mache es so oder nicht, das fände ich toll. Wird aber nicht so sein, sondern es wird verpflichtend sein. Das heißt, alle Anbieter, die irgendwelche Sachen online verkaufen und das online bezahlen lassen, müssen zwingend diese Zwei-Wege-Authentifizierung. Das heißt, jeder, der online bei solchen oder bei allen Anbietern was kauft, egal welchen, wird dann immer doppelt abgefragt. Wie wird diese doppelte Abfrage aussehen? Wenn ich zum Beispiel auf dem PC irgendwas kaufe und sage bestätigen und ich kriege dann auf dem Smartphone eine Meldung und muss das bestätigen, ist ja nur in Ordnung. Was ist aber, wenn ich auf dem Smartphone was bekaufe, bestätige das und die Bestätigung soll dann auf ein Gerät, wo ich gar nicht bin. Ich bin im Bus mit dem Smartphone, will was kaufen. Wo soll die Bestätigung herkommen? Hallo? Also das sind wieder Gedanken, die sich alle nicht machen, sondern die reden wieder nur von SCA und interessiert die einen Scheißdreck, wie das technisch umsetzbar ist. Die sagen einfach verpflichtend, das Ding muss kommen und dann kriegen wir den nächsten Tralala. Ich werde es, bitte seht's mir nach, aber ich werde Anfang September oder Ende August oder so, werde ich nochmal über das Thema reden. Ich wollte nur mal, dass du schon mal so grob weißt, was die nächste Scheiße ist, die uns um die Ohren fliegt. Also, vielen Dank nochmal, dass du dabei bist. Ach ja, ich hatte schon darauf hingewiesen, ich bin schon bei den Dreharbeiten für den neuen Kanal. Da läuft schon eine ganze Menge. Und in Kürze gibt es dann auch einen Link zur Crowdfunding-Kampagne. Aber es ist noch ein bisschen hin. An der Stelle war es das jetzt erstmal. Ich wünsche dir nochmal viel Spaß. Vielen Dank, dass du dabei bist. Bis bald. Okay, mach's gut. Bis bald und ciao.